Hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen Part von Tales of Xillia. Im letzten Part haben wir so weit wie möglich die Kijara-Fälle durchforstet, haben eigentlich nicht wirklich viel gemacht, oder gegen Gegner gekämpft. Ja. Und befinden uns nun kurz vor den unter den Fällen Kijara-Fällen. Und da ich vermute, dass hier etwas Schlimmes auf uns wartet, habe ich hier vorzeitig den Part beendet und wir werden jetzt einfach mal da hineinmarschieren und hoffen, dass wir irgendwie lebendig. Now that we're almost to Kijara, I'm getting curious. Is it a nice place? Yes, I'm very fond of it. It has a certain kind of serenity. When I meditate there, it feels like my power is concentrated. Wow. Let's take 5. All those rocks were murder on my feet. We can rest once we reach the village. Oh, come on, relax. Kijara isn't going anywhere. Right? Rest a while. Oh, sure. Hey, I won't argue with that. Thanks, Alvin. You're a pretty considerate guy, aren't you? Well, I do have to admit you had me worried, kid. Trying to act all tough like that. Oh, yeah, is it really that obvious? Anyway, I really am fine. And I found that I'm pretty good at pushing all the complicated stuff out of my brain. Is that right? Who are you? You like her? Is she the one who caught your eye? All right, let her go. I could care less what you're here for. But she's my employer right now. Then stay back. Unless you want me to kill your golden goose. Alvin, look. Up there. That rock to the right. Can you hit it? Take a look. It could be the key to saving Milla. All right, you ready? Yeah. Oh, you're just gonna watch her die then? With friends like that. What's the expression? Out of the frying pan. And into the firefight. Come on, let's clean up this mess. It's charging! Ja, da haben wir der lieben, was für sich, wie sie heißt, eins schon ordentlich ausgewischt, aber mir kommt so vor, als würde sie bzw. würde Elvin sie irgendwoher kennen, weil er sie doch ein bisschen sehr misstrauisch angeguckt hat und sie ihn auch. Ich möchte irgendwie keine Hilfe von dir haben. Ich weiß auch nicht, was du mir beibringen möchtest. Dementsprechend. Aua. Ich habe mich doch mit Milla verbunden, oder? Ready when you are. Autsch. Au. Du magst mich nicht sonderlich, ne? So. Aber wir haben ihn, glaube ich, soweit auch gleich. Ja, down. Den größeren Dämon, den wir mit. Aua. 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 Man kann irgendwer von wegen episch besiegen. Ja, perfekt. That's how we do it. I didn't think that was possible. We should practice chaining our attacks for the future. Ich habe euch gerade nicht zugehört, es tut mir leid. That wasn't too bad.
Also ich hatte es nur sehr gut in Erinnerung, dass wir jetzt hier eine Cutscene hatten. Dementsprechend bin ich froh, dass ich jetzt nicht hineingelaufen wäre, sonst wäre der Part doch ein bisschen länger gewesen, der letzte zumindest. Aber ist ja auch ein sehr guter Start in einen neuen Part, oder nicht? Und ich finde den Wasserfall so schön. So you spotted that monster camouflaged as a boulder? Good eyes, kid. Did you ever consider what would have happened if the creature charged at you instead of that woman? It wouldn't have mattered either way. Alvin still would have gotten into that woman's blind spot. You thought of all the angles that quickly? What are you, a tactical genius? Genius is a good word. Not many people can think that fast. Hey, it was nothing. Thank you, Jyde. You too, Alvin. Oh. Hey, where'd that woman go? Hold your horses, Mr. Honor Student. We're not gonna get anywhere if we spend all day worrying about the bad guys. Come on, let's get moving. Ich kann dir sagen, wo sie hingekommen ist. Sie ist ins Wasser That's quite geplumpst. a spectacle. What do you say? Up for a quick dip? If you're intent on that, I won't try to stop you. But I can see monsters waiting under the water. Ein Monster dieser Größe. Well, that was something. I've never seen such a large monster before. Monsters who experience a mutation in their mana lobes can expand to massive sizes. You read that in a book? Yep. Not much gets a rise out of you, does it? You're no fun at all. You didn't seem particularly surprised yourself. Well, that wasn't anything I haven't seen before. You've traveled around the world and seen all sorts of things, huh? All true, but I've never seen anyone pick a fight with a monster that big before. Well, I'm glad that we were able to show you a new experience. Lucky me. Ja. Ich glaube, Elvin sieht in Jyde auch so teilweise so ein kleines Opfer. Aber es ist hier richtig schön. Also ich finde es so richtig schön, so hautnah an solchen Wasserfällen zu sein. Weil bei uns in der Nähe gibt es auch, also in der Nähe, doch so eine Fahrzeit von circa einer halben Stunde, aber sind auch solche schöne Wasserfälle. Und naja. Aber ich frage mich immer noch, was diese Katzenlady, sag ich mal, weil die hat doch irgendwie so Katzenöhrchen und so Katzenschweif mit Milla so vorhatte. Ich meine, ich weiß es natürlich, aber ihr wisst es natürlich nicht. Nein, Jyde, wir gehen in die falsche Richtung. Ist nicht. Aber das finde ich auch so richtig, wieder so richtig schön. Aber ins Wasser möchte ich nicht wirklich gerne reinplumpsen, weil zumindest nicht auf dieser Seite, weil dann fällt man den ganzen Wasserfall wieder runter. Hi. Und ja. Aber ich glaube, wir sollten jetzt auch bald Mia Kara sein, um Milla ihre Geister wiederzubringen. Ach ja, stimmt, wir hatten ja ein Level Up, das ist ja auch, können wir auch wieder Linienkugeln verteilen. 1. Aber ich glaube, Elvin ist jetzt schon Level 10, oder? Oh. So, Angriff dazu bekommen. Ja, Elvin ist auch schon Level 10. Hat TP dazu bekommen, das ist schön. So, da kriegen wir Schlammbombardement. Ich werde jetzt hier hinten weitergehen. Oh nein, ich hätte hier FP bekommen. Ich bin ein Dödel. Aber was soll's. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So. Fertigkeiten hast du irgendwie, du hast Angriff, ja, das bringt mir nur nichts, weil du hast 0 FP, du hast 0 FP und du hast 0 FP. Du hast doch generell irgendwelche komischen Sachen eingestellt.
Wieso hast du Windschutz und wir nicht? Ach, egal. Egal. Ich möchte jetzt mal wieder mit Elvin kämpfen. Weil jetzt hatten wir den Bosskampf schon hinter uns. Gegen Katzenlady, die ins Wasser geplumpt ist. Die ist hundertprozentig den Wasserfall runtergefallen. Hundertprozentig. Und ich komme jetzt irgendwo... Ich weiß nicht, haben wir eine Karte? Ich glaube, wir haben keine Karte. Achso, ich habe vergessen, dass ich mit Elvin kämpfe und Elvin langsam ist. Wir haben Schutzfeld. Das ist natürlich cool. Das möchte ich gern sehen. Au. Ah, das ist cool. Also ich glaube... Okay. Dass jeder Charakter irgendwie die Möglichkeit hat, sich selbst zu heilen. Ich habe das damals wirklich nie in Erwägung gezogen, weil ich wirklich nur mit Jyde gekämpft habe. Ich laber euch jetzt einfach mal rein, weil ich es kann. Ja. Ich habe früher wirklich nur mit Jyde gespielt. Ich habe, glaube ich, erst ab dem zweiten Teil habe ich... Okay, dort habe ich eigentlich auch nie die Charaktere gewechselt. Da habe ich dann auch mit dem Hauptprotagonisten gekämpft, aber dort war nicht der Hauptprotagonist Jyde oder Milla. Milla. Von dem her, ich gucke gerade die ganze Zeit irgendwie auf Jyde oder Milla. Und nicht auf Elvin. Der hat gerade gebreakdanced. Das ist mal ein cooler Gegner, der Breakdance einfach mal so spaßhalber. Da oben ist was. Ich muss mir echt irgendwann die Liste wieder suchen mit den Eifelschätzen, weil ich würde gerne wissen, wo hier Eifelschätze sein sollen. Weil es soll in jedem Gebiet eins tatsächlich sein, aber irgendwie nein. Irgendwie sollte ich mal wieder Elvin und Milla. Soll ich mal was anderes machen? Irgendwie mag Milla mit mir nicht. Milla mag mit mir nicht. Sie mag dich einfach nicht. Sie hat dich schon durchschaut, Elvin. Sie mag dich einfach nicht. Wo muss ich denn jetzt eigentlich lang? Ah, okay. Moment. Hier war ich schon, okay. Hier war ich noch nicht. Haha. Wusste doch, irgendwo war ich noch nicht. Spring da runter, Jyde. Spring da runter. Wir wollen diese Kiste haben. Trank des... Ach Gott. Wieso habe ich so... Ich habe einen Eifelschatz gefunden. Wächter-Emblem. Cool. Und gerade regt man sich noch darüber auf, dass man keine Eifelschätze findet und dann findet man plötzlich einen. Sehr interessant. Und da geht es ja tatsächlich hinten auch noch was. Okay, ich glaube, wir sollten jetzt langsam auf den Weg nach Kijara-Fälle machen. Es ist, glaube ich, irgendwo gleich ja hier hinten. Okay, da vorne eigentlich, aber egal. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, any idea who that woman was? No clue. Although she did seem to know me. I imagine you mercenaries make a lot of enemies in your line of work. Although, I have to admit, she was really pretty. I never pegged you for the bad girl type, kid. Or maybe you just like older women. I don't know. Maybe. Aha. Aha. Aber ob Jyde auf ältere Frauen bzw. auf böse Mädchen steht, das ist dann jetzt auch wieder irgendwie offen im Raum. Aber ich finde es interessant, dass Elvin so sagte, sie schien mich zu kennen. Ich nehme aber an, dass Tigerklinge war das. Mach mal Tigerklinge. Du kannst mit ihm auch was. Dann könnt ihr wieder Tigerklinge machen. Oder können wir nicht machen, weil beiden meinten, ja, ich was. Ja, sie meinten was. Oh. Sind wir auf den Punkt gekommen, wo Elvin ein bisschen länger braucht zum Level, so dass wir nachgucken können, schön langsam.
Aber ich bin gespannt, ob diese Katzenlady in naher Zeit wieder vorkommt. Irgendwie sollte ich mal... Ja. Aber diese Lady in Rot von damals, als wir in Fenmont waren, haben wir jetzt eigentlich auch nicht mehr gesehen. Ob diese beiden einen Zusammenhang haben? Zusammenhang haben. Zusammenhang haben. Das ist wieder dieses eine Wort, was ich letztens bei Yu-Gi-Oh! Hatte. Irgendwas mit Austausch, irgendwie sowas. So Wörter finde ich sehr seltsam. Aber was soll's, wir gehen jetzt einfach mal nach oder spazieren mal. Aber ich finde das interessant. Ich weiß nicht, kommt jetzt? Nein. Wir kommen jetzt von dieser Strandzone, ja? Sag ich mal. Ins Dorf der Geister. Und das sieht nicht sehr nach Sand aus. We've arrived. So this is Kijara. Huh. I thought it would be fancier. Excuse me. Where's Ivor? He went off to find Lord Maxwell and... Lord Maxwell? Yes, I have returned. I can't believe you deigned to speak to me. I am unworthy. I guess she's the real deal. She's something, all right. Not everyone gets to road trip with a major deity. I had my doubts. Please relax. No need for formalities. You say Ivor isn't here? Yes, but he should have returned by now. We're worried about him. I see. He always did have a short temper. Please, return to your work. I need to perform the ritual to resummon the four at my shrine. But it would seem my handmaid is away. Would you mind lending a hand? What? You mean we can help you? I'm not exactly a religious scholar. It's nothing difficult. The village has 4 altars, each with a temporal stone. So you want us to bring those to the shrine you mentioned? Precisely. Why not just ask the villagers for help? You saw what just happened. Except for my handmaid, I don't really fraternize with the villagers. They can barely look at me, let alone hold a conversation. Ah, the trials of godhood. Well, I guess a little physical labor won't kill us. Right, kid? We can handle it. Don't worry, Jyde. I'll explain your predicament to the villagers after the ceremony. Please be patient for just a little longer. Sure. Okay, let's get hunting for those temporal stones. You said they were in the village? Yes. Gather the stones and bring them to the shrine. It lies beyond the village. Aber bevor wir diese ganzen Steine zu Millas Schrein bringen, werden wir uns ein bisschen hier um Sidequests kümmern. Was haben wir? Nein, wir haben uns nicht getrennt, okay. That mountain beyond the village sure is something. That's the Kijara-Fälle. It's a special land where 4 spirit climbs meet. Wir haben hier zum Beispiel hier überall diese Steinchen. Allerdings, wie gesagt, möchte ich erstmal mich mal ein wenig um Sidequests kümmern. Weil die sind, glaube ich, auch alle verpassbar. Was gibt's denn? Geld. Schön. So, dann reden wir mal mit dir. Welcome home, Lord Maxwell. I'm glad to see you're all well.
All thanks to you, Lord Maxwell. Wow. So people really do worship Milla. It's pretty rare to find Maxwell worshippers these days, but apparently they used to be quite common. Faith in the spirits seems to have fallen dramatically all over the world, although I couldn't tell that from here. The more spirit arts progress, the more spirits are seen as simply another facet of nature. So they used to be a bigger deal back then? Yeah, legends say that it was the spirit Maxwell who created Rieze-Maxia to begin with. And the first human to follow him, Kresnik, came to be known as the Genesis Sage. Correct. And the people of this village are Kresnik's descendants. Yeah, you get crazy origin stories like that in all these rustic towns. How dare you! 20 years ago, I personally witnessed the advent of Lord Maxwell and the four great spirits. I saw her grow into the woman you see before you without ever taking a bite of food or a wink of sleep. This miracle is proof that our legends were true. Want to tell this geezer about the time Milla collapsed from hunger? Just leave him alone. Come to think of it, the 6 ruling houses of Rashagal are all a part of that legend too. Their founders were supposed to be the 6 disciples of Maxwell and Kresnik, right? Now that is the truly absurd origin story. Those fools have no clue about the true secrets of this world. I should never have said that. Please, forgive me. What just happened? Nothing. Don't worry about it. Ah, Elvin! Kannst du mal aufhören, den Leuten auf die Nerven zu gehen und irgendwie die Leute zu ärgern? Eieiei. So, was möchtest du? Oh hey, wisst ihr was? Ich habe neulich eine Apfelfrucht gegessen. Sie war so lecker. Ich will, dass ihr auch mal eine probiert, Fürst Maxwell. Wenn nur jemand eine für mich besorgen könnte. Du willst, dass wir eine Apfelfrucht finden und sie dir bringen, damit du sie mir dann gleich wieder zurückgibst? Das klingt nicht sehr logisch. Aber meine Mutter lässt mich nicht aus dem Dorf raus. Und hier gibt es keine Apfelfrüchte. Komm schon, Milla. Suchen wir eine Apfelfrucht für ihn. Haben wir nicht sogar eine für ihn? Tatsächlich. Yippie, ihr habt mir eine Apfelfrucht mitgebracht. Vielen Dank, Fürst Maxwell. Die sind so lecker, ihr werdet es nicht glauben. Sieht wirklich lecker aus. Sie ist wirklich gut. Wirklich, ehrlich, unglaublich gut. Die wachsen nur in Hamil. So, gut. Milla? Ja, du hast recht. Hier, probier du sie mal. Aber die war doch für euch. Ich bin mir sicher, sie schmeckt unglaublich gut, aber ist schon in Ordnung. Danke, Fürst Maxwell. Hier, ihr könnt stattdessen das hier haben. Eine laufende Nase. Wow. Das freut mich. Ich schenke dir eine Frucht und du gibst mir eine laufende Nase. Gut. Kijara really is the sticks, huh? How about we just call it simple? Einfach sehr, sehr idyllisch. Okay. Nur einfach. This is your hometown, Milla? It's so normal. Isn't it nice? It's so quiet here. Yeah, it sure is. Pretty weak, huh? I was expecting something freaky. Hey, come on. Did you say something? Oh, I was just wondering if your parents were around. Spirits don't have parents. And how were you born? I took this form 20 years ago. I appeared along with the 4 in the village shrine. Why? You seem to have a lot of questions about me. Just trying to keep Jyde entertained. He was complaining about how boring the village was. Jyde, do you crave chaos that much? What? I didn't say anything like that. Ich will nur Jyde unterhalten, ihm ist langweilig. Oh nein, ich kann es nicht glauben, dass ich keine Opfergaben mehr habe, die ich an den Schrein legen kann. Wird ihm ihr Suchen helfen? Manchmal sind sie nicht leicht zu finden. Ich brauche eine Insektenhülse, die ich als Opfergabe hinlegen kann. Sie symbolisiert den Übergang vom Leben in den Tod. Bitte bringt mir den seltensten und schönsten Hülsen, die ihr findet. Habe ich vielleicht welche? Nein, habe ich nicht. Okay. Schade.
Und hier irgendwo soll dann noch einer sein. Ich weiß noch nicht wo. Aber Jyde ist ja tatsächlich langweilig. Von dem her kann er ja ein paar Insektenhülsen suchen gehen. Nein, hier war die letzte Quest, genau. Hi. Seitdem Fürst Maxwell auf ihrer Reise aufgebrochen ist, wurde der Weg zu ihrem Schrein von Monstern heimgesucht. Wir Dorfbewohner können sie nicht länger ohne Hilfe in Schach halten. Werdet ihr uns helfen? Ja, gerne. Die Monster tauchen als Herde in der nordöstlichen Region des Kijara-Geisterpfades auf. Nordöstlich. Das ist Nordosten. 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 Nie ohne Nordrechts. Gutes Deutsch, Nordrechts. Gut. Aber dann würde ich sagen, dann werden wir uns um diese Monsterhülsen, Insektenhülsen haften. The villagers channel a combination of earth and wind spirits when constructing them. Seid ihr fertig? Dann werden wir uns im nächsten Part um die Insektenhülsen und um die Monster auf dem Kijara-Geisterpfad kümmern und ebenso um die komischen Sternchen von Milla. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.